Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Hamburg und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering, ich bin Energieheilerin, Coach und Yogalehrerin und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. Und heute an einem Sonntag, und zwar ist es ein ganz besonderer Sonntag, denn ich bin das ganze Wochenende alleine und auch zu Hause. Ich hatte nicht sehr viele Verabredungen und habe seit langem mal wieder sehr viele Serien, sehr viele Filme geguckt, was ich früher in meinem alten Leben ziemlich viel gemacht habe. Und da ist mir diese Folge, wie ich eben spazieren gegangen bin, einfach eingefallen. Und es geht um Dein Leben ist eine Heldenreise, vertraue auf den Ruf und geh. Und du kennst das wahrscheinlich selber. Du hast oft so Phasen, wo du einfach Filme schaust, wo du dich inspirieren lässt, was die Helden dieses Filmes, dieser Serie so alles machen und erleben. Und so ging es mir früher auch. Ich habe sozusagen den Held des Filmes mein Leben leben lassen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr nur diesen Film mir angucken, ich möchte mein eigener Held sein, meine eigene Heldin sein und mein Leben in die Hand nehmen und möchte meine eigene Heldinnenreise machen. Und ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge inspiriere, dein Leben mit in die Hand zu nehmen, dass du deine eigenen Helden- oder Heldinnenreise anfängst zu gehen, weil dein Leben wird erst dann bunt und spannend und kann wirklich das werden, was du werden möchtest, was du im Inneren vielleicht auch schon merkst, was da ist, wenn du anfängst rauszugehen und den Ruf zu hören. Wie du schon von mir eben gehört hast, weißt du, dass ich früher auch jemand war, der sehr viel sich einfach damit beschäftigt hat. Er wurde berieselt oder ich wurde berieselt und ich habe dann gedacht, okay, das ist fein und ich habe jetzt diese ganzen tollen Filme gesehen und die Helden gesehen und ich bin sogar jemand, der in diese Filme so richtig eintauchen kann, der dabei heult, der dabei wirklich mitfiebert, der dabei auch Wut bekommt. Also ich bin wirklich sozusagen der Film und vielleicht kennst du das selber auch. Aber das heißt, wenn dieser Film zu Ende ist, ist auch irgendwie ein bisschen Leere da und so ging es mir dieses Wochenende auch. Ich habe unglaublich schöne Serien und auch Filme geguckt, aber irgendwann, wie der Film zu Ende war so Stille und es war so Leere da, weil auf einmal diese ganzen Gefühle, die ich in diesen Filmen, in den Serien hatte, das war auf einmal vorbei. Und wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du den Fernseher dann ausmachst, dann ist es vorbei und dann bist nur noch du da und dann ist vielleicht auch noch der Partner da, mit dem du da bist, aber du merkst, so wirklich lebe ich mein Leben nicht. Und diese Helden, die werden uns natürlich auch einfach schon immer dargestellt in Sagen, in Büchern, jetzt in Filmen. Und es geht wirklich daran, von diesen Helden zu lernen und dein Leben wirklich zu leben und rauszugehen. Und ich habe das eben gemacht. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt den Fernseher aus, ich gehe spazieren und ich reflektiere das mal, was dieses Wochenende einfach passiert ist. Und ich habe das auch geliebt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bereue das. Und ich will auch nicht, dass du das bereust, wenn du dir mal so ein Filmwochenende gibst. Aber dass du einfach merkst, irgendwann ist Stopp, irgendwann musst du dein Leben leben. Und du kannst dich nicht immer nur berieseln lassen. Und diese Helden, die sind wirklich für uns da, die sollen uns Inspirationen geben und die sollen uns nicht daran hindern, loszugehen. Und wenn du dir mal so eine Heldenreise anschaust, wenn du dir einen Film nimmst, nehmen wir mal vielleicht Matrix. Viele von euch haben Matrix vielleicht geguckt. Da ist es auf einmal so, dass Neo in dieser ganz normalen Welt ist und auf einmal merkt, irgendwie ist da ein Ruf, irgendwie ist da ein Call und ich will oder möchte etwas in meinem Leben ändern. Und dann wird ihnen auf einmal angeboten, diese rote Pille zu nehmen, indem man sagt, hier, mit dieser roten Pille wirst du bewusst, aber dann wird auch alles anders. Oder du nimmst die blaue Pille und es bleibt alles so, wie es ist, aber dann wirst du halt auch für immer in diesem gleichen Trott bleiben. Und es ist uns immer wieder, also, wenn ich mir das vorstelle, frage ich mich immer wieder, welche Pille will ich nehmen? Und für mich ist es ganz klar, ich wollte irgendwann die rote nehmen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also wenn du die rote Pille nimmst und sagst, ich will bewusst werden, ich will klar werden, ich will mein Leben in die Hand nehmen, dann nimmst du diese rote Pille und gehst. Aber was dann passiert, ist einfach, dass du Angst bekommst. Angst vor dem, was kommt, Angst, dass du vielleicht
vielleicht nicht geliebt bist, Angst, was du alles verlieren könntest, diese ganze Ungewissheit und du gehst auf einmal aus deiner Komfortzone raus. Das ist das, was Neo macht, das ist das, was Bilbo Beutlin macht in Herr der Ringe, das ist, was Alice in Wunderland macht, das ist, was Pippi Langstrumpf macht. Also es gibt Tausende von Geschichten, die darauf bedacht sind, dass wir schauen, okay, da ist dieser Held und da ist etwas, ein Ruf oder auch vielleicht ein Schicksalsschlag, vielleicht auch der Tod von irgendwelchen Eltern, die auf einmal sagen, du musst jetzt dein Leben in die Hand nehmen, du musst rausgehen und es wird nicht einfach. Also wenn euch das vielleicht auch jemand sagt, wenn du vielleicht zum Beispiel deine Berufung gerade gefunden hast oder merkst, ah ja, das ist es und ja, damit müsste ich jetzt rausgehen. Es wird niemals einfach sein. Das heißt nicht, wenn du etwas gefunden hast, deine Berufung gefunden hast, dass es dann einfach wird, sondern dann wird es erst ganz spannend, weil dann passiert dieser Prozess, wenn wir auf die Reise des Heldens gehen. Dann kommen die Dämonen, dann kommen die Drachen, dann kommen die Herausforderungen. Und ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das haben 1000 andere auch gelesen. Das ist die Bhagavad Gita, der göttliche Gesang, und das ist eine Schrift aus dem Hinduismus. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass Arjuna, das ist der Hauptdarsteller in diesem Buch, einen Krieg führen muss. Und am Anfang denkt man, dieser Krieg ist im Außen und Krishna ist sozusagen für ihn da. Es ist diese göttliche Stimme. Krishna ist ein inkarnierter Gott, der mit Arjuna spricht und man kriegt irgendwann in diesen Erzählungen raus, dass dieser Krieg nicht im Außen ist, sondern dass Arjuna den im Inneren führt. Und genau das ist es, wenn wir auf unsere Heldenreise gehen, diese Dämonen und diese Kriege und diese Drachen, die wir zu besiegen haben, das ist meistens das, was wir in unserem Inneren haben, also unseren Schweinehund zu überwinden, die Ängste, wirklich mal Ängste zu sein und zu sagen, was ist der Ruf meines Herzens? Und dann einfach zu schauen, okay, ich muss diesen Weg gehen, auch wenn er nicht einfach ist, aber ich muss mehr zu mir kommen. Und es ist ein Weg und es ist ein schöner Weg, auch wenn er schwer ist und du auch vielleicht Steine in den Weg gelegt bekommst. Aber wenn du merkst, da ist ein Ruf, da ist etwas, was du machen möchtest, dann geh auf deine eigene Heldenreise. Und was ganz, ganz toll ist, wenn du deine Heldenreise angehst, dann sind da immer deine Begleiter. Also in jedem Film, den du schaust, gibt es dort immer deine Begleiter, deine Helfer. Bei Herr der Ringe ist es zum Beispiel, bei Frodo ist es Sam oder bei der Matrix ist es Malfoy. Also du merkst einfach, oder ich hatte früher so eine ganz tolle Zeichentrickserie, ich weiß nicht, ob du die kennst, She-Ra, wo sie auch ihr Pferd, ihr Swiftwind dabei hatte und die Eule. Und da merkst du auch mal, da gibt es so ganz viele Rollen auch. Also jeder Begleiter hat so eine bestimmte Rolle. Der eine ist der Weise, der eine ist der so ganz tolle Dinge erfinden kann. Der andere ist halt der Zusammenhänge mit reinbringt. Der andere ist vielleicht der Sportliche. Der eine ist der Krieger. Also es gibt da wirklich so ganz viele Rollen. Und schau mal, wer einfach in deinem Leben ist, wer dein Begleiter ist, wer dich mitbegleitet und dann fragt nach Hilfe, schließt diese Leute nicht aus. Und das war für mich so ein ganz großer Wandel, wo ich gemerkt habe, ey, da draußen sind so viele Menschen, die mir helfen wollen. Zum Beispiel auch du hörst mir zu und ich kriege manchmal von euch Zuschriften, dass ihr auch sagt, ey Jenny, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag mal Bescheid, weil dein Podcast inspiriert mich und ich merke, dass wir uns oft sagen, wir müssen diese Heldenreise alleine machen und das müssen wir nicht. Deine Heldenreise, da sind ganz viele Begleiter und guck mal, wer da jetzt schon alles in deinem Leben ist und wenn es nur ein Sam ist, also einer, der einfach so hinter dir steht, der da ist und wo du weißt, auf den kannst du vertrauen. Und dann irgendwann gehst du halt aus deiner Komfortzone raus und gehst deinen Weg und hast vielleicht immer mal wieder diese Zweifel und hast auch immer mal wieder die Momente, wo du sagst, ich kann nicht weitergehen, so wie Frodo das gemacht hat. Ich kann nicht weiter nach Mordor gehen, ich kann diesen Ring da nicht reinschmeißen, diese Last ist mir einfach zu groß. Aber Sam ihn immer wieder nach vorne pusht und sagst, wir schaffen das zusammen. Und du wirst oft, wenn du deinen Herzensweg gehst, immer wieder dieses Gefühl haben, diese Last ist zu schwer, ich kann das nicht, ich mache das nicht.
Und dann bist du in deinem inneren Dialog, dann bist du in deinem inneren Kampf und das ist so toll, denn in diesem Kampf, in diesem Dialog, wenn du mit den Drachen kämpfst, wirst du so viel über dich rausfinden, da wirst du so viel über dich lernen, da wird das Leben erst bunt. Und ich möchte dir wirklich mit auf deinen Herzensweg geben. Da gibt es Wegbegleiter, da gibt es jemanden, der dir mithilft und du musst auf diesem Weg gehen und es müssen Herausforderungen kommen, es müssen Drachen kommen, damit du lernst, damit du dich weiterentwickelst. Das ist das, was deine Seele will. Und irgendwann kommst du dann ans Ziel und das ist meistens das Happy End im Film, wo geheiratet wird, wo all das passiert, was der Held sich am meisten erträumt hat und alles ist dann toll und bunt und super. Und genau so kann dein Leben auch sein, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, wenn du diesen einen Dämon besiegt hast, ist alles super und schön. Es ist ein Weg und du wirst immer wieder neue Herausforderungen haben, aber du wirst auch immer wieder Wegbegleiter haben, die dir helfen. Vielleicht hast du einen Coach schon oder eine Mentorin an deiner Seite, einen tollen Mann an deiner Seite, Freundinnen an deiner Seite. Es wird immer Menschen geben, die dir dabei helfen. Und manchmal reicht es einfach auch, in die Stille zu gehen und wirklich mal zu schauen, was ist denn diese Herausforderung, die ich gerade habe und warum kann ich da nicht drüber gehen? Was ist die Angst? Welche Angst steckt dahinter? Und möchte ich wirklich jemand sein, der nur vor dem Fernseher sitzt und sieht, wie andere Helden ihren Film drehen oder wie meine Freundin, Freund oder das Außen ihre Filme drehen, aber ich nicht? Und möchtest du wirklich diese Person sein? Und wenn du da mal drüber nachdenkst, wenn du vielleicht jetzt merkst, okay, ich wollte immer etwas Tolles machen, ich wollte vielleicht eine neue Ausbildung machen, aber ich habe mich nie getraut. Ich wollte mich immer selbstständig machen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe da so eine Idee, die wollte ich gerne umsetzen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich möchte schon länger etwas mit meinen Eltern auflösen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich will einen Marathon laufen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe einen Job, wollte ich wechseln, aber ich habe mich nicht getraut. All das kann nachher, wenn du sagst, ich nehme jetzt die rote Pille, ich sage, es gibt kein Zurück mehr, ich gehe das jetzt an, dass du dann merkst, wenn du diese Hürden langsam gehst, dass du irgendwann Mentor oder ein Vorbild für jemanden wirst, so wie Gandalf oder Malfoy oder Krishna, dass du dann auf einmal derjenige wirst, der angesprochen wird, wie hast du das gemacht? Wow, krass, kannst du mir Tipps geben? Und du merkst, dass du ein Held wirst, der anderen Helden helfen kann, die vielleicht noch nicht auf der Stufe sind, wo du bist. Aber bitte geh diesen Weg für dich und das auch wieder Schritt für Schritt. Du musst jetzt noch nicht der krasseste oder die krasseste Aktion machen, sondern schau mal, was es sein kann, was dein Leben wieder lebendiger macht, dass du dein Leben wieder in die Hand nimmst und sagst, geil, ich gehe dafür. Und was du gleich machen kannst dafür, ist wirklich mal wieder auf deine Intuition zu hören. Ich habe heute eine ganz schöne Frage von einem Menschen von Instagram gelesen. Er hat mir die geschrieben, wie man wieder auf seine Intuition hören kann. Und für mich ist es halt wirklich, das passt auch zu dieser Folge so gut, geh den Ruf deines Herzens und die Intuition ist für mich, wieder auf mein Herz zu hören. Und du kannst vielleicht auch jetzt einfach mal deine beiden Hände zwischen deine Brust legen, die eine Hand auf die andere, atmest dort einmal tief ein und wieder aus, machst das vielleicht noch ein zweites und drittes Mal und verbindest dich wirklich mit deinem Herzen. Das kannst du, wenn du magst, nach dem Podcast auch noch mal ein bisschen länger machen. Und atmest mal wirklich in diesem Bereich zwischen deiner Brust und dann spürst du mal, wie warm das werden kann, dass deine Hände dort liegen. Und dann frag dein Herz mal, was ist meine Heldenreise? Was will mein Herz? Was willst du, Herz? Was darf der nächste Schritt sein? All die Fragen, die kommen, was braucht dein Herz dafür? Frag dein Herz, was es braucht. Frag dein Herz, was es möchte. Frag dein Herz, welchen Weg es gehen möchte. Und ich sage dir, der Herzensweg ist nicht der einfachste Weg. Es ist wirklich der Weg des Herzens. Das heißt, es wird Veränderungen geben, wenn du diesen Weg des Herzens gehst.
aber es ist der Weg, der sich lohnt zu gehen, denn es ist dein Herzensweg, es ist dein Seelenweg und nur wenn du an diesem Weg festhältst, du kannst da mal von weggehen, das ist kein Problem, mal ein bisschen links oder rechts gehen, aber letztendlich solltest du immer wieder auf dein Herz hören, denn das ist dein Seelenweg, das ist der Weg, der für dich hier gerade auf Erden bestimmt ist, den du dir ausgesucht hast, den du hier gehen möchtest. Und sei der Held, die Heldin deines Filmes, sei der Gandalf, sei der Malfoys, sei vielleicht wirklich derjenige, der nachher inspirieren darf, oder sei erstmal Bilbo, sei erstmal die Pipi, sei erstmal Neo und nimm dein Leben in die Hand. Ich hoffe, dass dir die Folge geholfen hat, wieder auf deinen Weg zu gehen, dass du rausgehst, dass du sagst, egal welche Hindernisse kommen, egal wie uninspiriert ich gerade bin, vielleicht auch wie schlapp ich gerade bin, vielleicht auch wie sehr du dein Licht gerade nicht siehst. Vergrab dich nicht hinter dem Fernseher, sondern leb dein Leben und lass dich nicht nur von außen inspirieren, sondern lass auch andere Menschen dann irgendwann von dir inspiriert werden. Mein Licht grüßt dein Licht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Deine Jenny.